Herzlich willkommen zur Ausstellung 60 Jahre Marvel Comics Universe im Amerika-Haus. Mein Name ist Michael Komper vom Comic Festival München und ich habe diese Ausstellung kuratiert. Ich freue mich, dass ich euch heute hier durch die Ausstellung führen kann, weil so eine große Comic-Ausstellung hat es in München noch nie gegeben. Wir feiern hier 60 Jahre Marvel Comics, angefangen mit den Fantastic Four, dann mit den Avengers bis hin zu den X-Men. Darüber hinaus zeigen wir in den oberen Stockwerken sehr viel über Spider-Man und dann die Anti-Helden rund um Daredevil, den Punisher, Deadpool. Viel Spaß! Im Sommer 1961 spielte Martin Goodman, der Verleger von Timely Comics, ein Verlag, der damals auf Groschenromane rund um Liebesgeschichten, Pulp Novels und Science-Fiction-Comics spezialisiert war, mit seinem Konkurrenten von DC Comics Golf. Während dem Golfspiel erfuhr Martin Goodman, dass sich bei DC eine Comicserie rund um ein Superheldenteam sehr gut verkauften, die Justice League of America. Insofern ging Goodman zu seinem Chefredakteur Stan Lee und sagte, sowas will ich auch. Ich will einen Superhelden-Team-Comic. Stan Lee wollte zu dem Zeitpunkt eigentlich Timely Comics verlassen, weil Stan Lee fand die Comics, die dort verlegt wurden, total langweilig und suchte neue Aufgaben. Er sprach mit seiner Frau Joan drüber, die wiederum sagte zu ihm, hey, gehen willst du doch eh. Also insofern mach doch einfach mal den Comic, den du schon immer machen wolltest. Was kann dir passieren? Wenn Martin dich rauswirft, bist du halt weg und das willst du doch. Also schuf Stan Lee die Fantastic Four. Die Fantastic Four sind sehr stark geprägt von der ersten Weltraummission der Amerikaner rund um Alan Shepard. Die Fantastic Four sind auch 4 Wissenschaftler, die mit einer Rakete ins Weltall fliegen, dort von kosmischen Strahlen verstrahlt werden und dann jeder 4 unterschiedliche Superkräfte bekommen, die an die 4 Elemente angelegt sind. Hier geht es in der Ausstellung weiter mit vielen Bildern rund um die Fantastic Four. Danach stellen wir die Avengers vor und zu guter Letzt die X-Men. Superhelden-Comics gingen tatsächlich schon 1938 mit der Geburt von Superman bei DC Comics los. 1939 kam dann der erste Comic um einen Superhelden bei Timely heraus und der nannte sich Marvel Comic. Hier ging es um den Helden The Human Torch. 1941 kam dann Captain America dazu. Die ersten Superhelden haben sich im Wesentlichen mit Nazis und mit dem Zweiten Weltkrieg rumgeschlagen. Anfang der 50er haben die Superhelden dann einen komplett neuen Widersacher bekommen. Professor Dr. Fredrik Wertham, ein Psychologe, der in Nürnberg geboren ist und sogar in München studiert hat, verfasste in den USA das Buch Seduction of the Innocent. Wertham recherchierte, was die psychologischen Ursachen für Verbrechen sind und kam zu dem Schluss, dass die Wurzel allen Übels Comichefte sind. Das löste in den USA große Diskussionen aus, Anhörungen im Kongress bis hin zu öffentlichen Bücherverbrennungen. Comics waren komplett verpönt und am Boden. Die meisten Comicverlage standen kurz vor dem Ruin und überlegten sich, wie sie aus dieser Situation rauskommen sollten. Die Comicverleger führten eine eigene Zensur ein, den Comics Code. Verschiedene Dinge waren einfach verboten. Flüche, Gewalt, Kriminalität fand in Comics einfach nicht mehr statt. Plötzlich waren aber auch Comics für Erwachsene uninteressant. Das alles drehte sich dann, als 1961 plötzlich Stan Lee mit den Fantastic Four startete, weil hier die ersten Comics seit langem wiederkamen, die eine erwachsene Leserschaft, aber auch eine jugendliche Leserschaft ansprachen. Stan Lee schaffte es mit den Fantastic Four auf den aktuellen Zeitgeist einzugehen. Angefangen mit der Weltraummission rund um Alan Shepard, später schaffte Stan Lee bei Marvel Comics auch die ersten farbigen Superhelden, angefangen mit Black Panther, über den Falcon, Luke Cage oder Blade. Insgesamt ist Marvel Comics ein sehr, sehr toleranter Verlag und auch ein sehr tolerantes Comic-Universum. Bei Marvel wurde nicht entschieden, welcher Held welchen ethnischen Hintergrund hat oder welche Religion, sondern wirklich alles war möglich. So auch bei den Kreativen, die bei Marvel arbeiten. Es war keine Frage der Hautfarbe, es war keine Frage der Religion. Die besten und kreativsten Leute arbeiteten für Marvel. Kamala Khan als Mrs. Marvel ist die erste Superheldin islamischen Glaubens.
Eine wirklich faszinierende Serie, die sich mit Identität von Muslimen in den USA auseinandersetzt. Die jugendliche Kamala zweifelt so ein bisschen an ihrem islamischen Leben in den USA. Sie weiß nicht, wo sie in der Schulklasse steht, bei ihren Freundinnen. Sie weiß sich nicht richtig einzuordnen in der Moschee, wo sie genau hingeht. Nachts träumt sie davon, eine blonde Superheldin zu sein. Mrs. Marvel, Carol Danvers. Und plötzlich passiert das Wunder, Kamala Khan verwandelt sich in diesen blonden Superhelden. Mit der Zeit lernt Kamala aber sich selbst anzunehmen. Und hier wird sie dann eben auch durch tolerante Muslime in der Moschee halt erzogen, dass sie sich selbst akzeptieren kann. Und plötzlich ändert sich auch das Erscheinungsbild von Kamala Khan. Sie wird eine dunkelhäutige Superheldin mit braunen Haaren und lebt ihre islamische Identität problemlos aus. Hier sehen wir jetzt die Kronjuwelen unserer Ausstellung. Eine sehr, sehr frühe Seite von Jack Kirby, Thor. Hier tatsächlich eine Seite aus dem 2. Jahr von Thor, von dem großen Comiczeichner Jack Kirby, der im Grunde alles rund um Marvel geschaffen hat. Was mir besonders gut gefällt an dieser Seite ist, wie man am Anfang Thor sieht, wie er den Hammer schwingt, wie er dann fliegt. Das Faszinierende an Thor ist, dass sein Fliegen nicht so ist, dass er einfach hochspringt und fliegt, sondern er schwingt den Hammer, der Hammer fliegt vor und zieht ihn mit. Das sieht man hier an dieser Bewegung auch sehr gut. Und dann haben wir hier auch noch eine Szene, wo sich Thor in seiner Geheimidentität als Donald Blake mit seiner Freundin Jane Foster streitet, die wiederum meint, er sei nicht loyal zu Thor, der ja wiederum er ja eigentlich ist. Insofern im letzten Panel auch eine schöne Situation, wo man sieht, Donald Blake hadert mit sich selbst, dass er Thor ist. In diesem Jahr hat auch Captain America sein 80-jähriges Jubiläum. Captain America ist tatsächlich vorher schon bei Timely veröffentlicht worden, wurde aber in den 50er Jahren wieder eingestellt. Mit den Marvel-Comics der 60er Jahre wurde dann auch Captain America wieder aufgetaut und ist dann im Marvel-Universum wieder aufgetaucht. Hier haben wir auch ein besonders schönes Stück für alle, die die Serie Falcon and the Winter Soldier gesehen haben. Hier wurde ein neuer Captain America eingeführt, der John Walker heißt. Hier sehen wir tatsächlich das erste Cover, bei dem John Walker auftaucht. Ich glaube, jede Comic-Ausstellung der Welt wäre stolz, dieses Teil bei sich zu haben. Im 2. Stock präsentieren wir euch Spider-Man. Spider-Man ist der populärste Marvel-Charakter. Er wurde 1962 von Stan Lee und Steve Ditko entwickelt, obwohl das erste Cover von Spider-Man, Amazing Fantasy Nummer 15, wurde von Jack Kirby gezeichnet. Jack Kirby hingegen ist bekannt dafür, dass er muskelstrotzende, starke Superhelden zeichnet. Und das war nicht das, was Stan Lee als Spider-Man haben wollte. Insofern fragte Stan Lee Steve Ditko, ob er Spider-Man zeichnen würde und entwickeln würde. Und Steve Ditko hat die ersten 40 Hefte mit Spider-Man gezeichnet. Das Besondere an Spider-Man ist, dass er eine enorme Identifikationskraft für junge Leute hat. Peter Parker ist der durchschnittliche Teenager, wie man sich so selbst das Leben eines Teenagers in den USA vorstellt. Er steht zwischen 2 Frauen, er hat eine kranke Tante, er ist chronisch pleite, hat einen knausrigen Chef. Mit all dem muss sich Peter Parker wie ein klassischer Teenager rumschlagen. Auf der anderen Seite beschützt er New York vor Superschurken. Sein Motto ist, with great power comes great responsibility. Und insofern fühlt sich Peter Parker, der von einer radioaktiven Spinne gebissen wurde, verantwortlich dafür, dass er mit dieser Kraft New York beschützt. Eine Besonderheit in unserer Ausstellung ist auch, dass wir uns mit den lustigen Seiten von Spider-Man auseinandersetzen. Hier sieht man zum Beispiel ein Original von Fred Hembeck, der berühmt dafür ist, dass er so knotige Knie zeichnet und eben auch im Namen von Marvel lustige, knuffige Comics mit den Marvel-Helden macht. Einen besonderen Teil in unserer Ausstellung nimmt Peter Porker The Spectacular Spider-Man ein. Peter Porker bzw. Spider-Ham ist eine Parodie, die Marvel in den 80er Jahren entwickelt hat und die damals sehr populär war und sehr lange dann auch wieder in Vergessenheit geraten ist. Durch den Film
Spider-Man Into the Spider-Verse hat Peter Parker wieder an Bedeutung gewonnen, beziehungsweise ist Spider-Ham wieder ein bekannter Charakter geworden. Hier haben wir tatsächlich die allererste Seite, wo Spider-Ham das erste Mal aufgetreten ist. Hier sieht man das Kernstück unserer Spider-Man-Präsentation, den Tod von Gwen Stacy. Hardcore-Spider-Man-Fans sind der Meinung, dass Spider-Man nach dem Tod von Gwen Stacy sowieso langweilig geworden ist. Das war damals ein großer Schock. Tatsächlich stirbt ein Hauptcharakter in einem Marvel-Comic und, so wie es aussieht, kommt er auch nicht mehr zurück. Damals gab es ja noch kein Dallas, dass die Leute wieder vom Toten aufstehen. Insofern hat Green Goblin, die Freundin von Spider-Man, Gwen Stacy, eine Brücke runtergestoßen und sie stirbt wirklich. Hier haben wir eine ganz tolle Komposition. Wir haben Originale, die von dem Zeichner sind, der damals genau diese Episode gezeichnet hat, Jill Kane, aus der Serie What If. Hier ist es so, What If ist eine Marvel-Serie, die sagen würde, was wäre wenn? Was wäre passiert, wenn Peter Parker Gwen Stacy doch gerettet hätte? Dazwischen ein wunderbares Original von Alex Ross, der sehr fotorealistisch arbeitet und in seiner Comicserie Marvels den Blick von normalen Menschen auf die Superhelden dargestellt hat. Zum Abschluss dieser Gwen Stacy-Episode sieht man dann hier ein Cover mit Green Goblin bzw. seinem alter Ego Norman Osborn im Gefängnis, der sich dann für seine Taten dann auch entsprechend zu rechtfertigen hat. Zum Abschluss widmen wir uns dem neuen Spider-Man, Miles Morales. 2011 wurde Spider-Man schwarz. Und zwar hat er nicht nur ein schwarzes Kostüm bekommen, sondern auch seine Hautfarbe wurde schwarz. Im ultimativen Universum ist Peter Parker gestorben und es stellte sich die Frage, wer sollte ihn beerben. Miles Morales ist zur Hälfte Afroamerikaner und zur anderen Hälfte Puerto Ricaner. Insofern ein gutes Beispiel für die Diversität in der amerikanischen Gesellschaft. Mittlerweile durch den Film Spider-Man Into the Spider-Verse und das Computerspiel Miles Morales Spider-Man ist Miles Morales sogar populärer geworden als Peter Parker als Spider-Man. Er ist der neue Spider-Man für eine neue Generation. 2021 jähren sich die Anschläge vom 11. September 2001 zum 20. Mal. Dieses schreckliche Ereignis hat natürlich auch das Marvel-Universum erschüttert. Speziell dadurch, dass die meisten Marvel-Superhelden alle in New York leben. Marvel Comics hat also darüber nachgedacht, dass man gesagt hat, irgendwie müssen wir dieses Ereignis auch in unsere Comic-Geschichten reinbringen. Auf der anderen Seite taten sich am Anfang der Autor von Spider-Man und auch der Zeichner John Romita Jr. damit sehr schwer, weil sie gesagt haben, mit so einem schrecklichen Ereignis darf man kein Geld verdienen. Marvel hat dann gesagt, wir wollen aber der Opfer gedenken und auch die wahren Helden dieses Ereignisses, die Polizisten, die Feuerwehrleute und die Sanitäter würdigen. Als solches hat J. Michael Straczynski eine Geschichte geschrieben, die im Grunde unter dem Kontext geht, dass er sagt, mir fehlen die Worte. Ich habe keine Worte für diese schlimmen Sachen, die passiert sind. Und Spider-Man hadert damit, dass er sagt, warum konnte ich als Held das nicht verhindern? Wir zeigen hier auch das erste Plakat des Spider-Man-Films von Sam Raimi. Das Plakat ist noch vor den Ereignissen des 11. September konzipiert worden und man sieht in der Spiegelung von Spider-Mans Augen die Twin Towers. Nach dem 11. September 2001 musste das Plakat vom Markt genommen werden und wurde auch nicht für die Bewerbung des Films genommen, weil man natürlich kein Salz auf die Wunden der amerikanischen Nation schütten wollte. Hier zeigen wir dann das offizielle Plakat vom Spider-Man-Film. Und auch das ist ein ganz besonderes Stück in unserer Ausstellung, denn das stammt aus dem persönlichen Nachlass von Stan Lee. Das Plakat hat der Regisseur des Spider-Man-Films, Sam Raimi, persönlich für Stan Lee gewidmet und bedankt sich bei Stan Lee dafür, dass er ihm seine wichtigste Inspiration geschaffen hat. Im dritten Stock zeigen wir die Antihelden von Marvel, angefangen mit Daredevil und Elektra. Daredevil ist ein sehr faszinierender Charakter. Tagsüber ist Daredevil Matt Murdock, ein Rechtsanwalt, der an das Gesetz glaubt und versucht, das Gesetz zu schützen und zu praktizieren. Nachts hingegen glaubt Matt Murdock nicht an das Gesetz, sondern er zieht sich einen Dress über und verübt Selbstjustiz und versucht hier die Lücken zu schließen, wo aus seiner Sicht die Justiz versagt.
Hier sieht man am Anfang Daredevil, danach geht es dann weiter bis hin zu seiner Freundin Elektra, die eine Auftragsmörderin ist, also insofern schon relativ harter Tobak. Das wird dann noch viel härter. Wir gehen dann nämlich zu dem härtesten Anti-Helden vom Marvel-Universum. Das ist der Punisher. Der Punisher ist Frank Castle, ein Vietnam-Veteran, der stark traumatisiert wurde dadurch, dass vor seinen Augen seine Familie umgebracht wurde. Seither schwört Frank Castle dem Verbrechen den Kampf an und möchte sämtliche Verbrecher töten und denkt, damit kann er Verbrechen verhindern. Dadurch stößt er natürlich immer wieder in einen Konflikt mit anderen Marvel-Superhelden, die eher moralisch sind und natürlich nicht töten wollen. Neben Frank Castle geht es dann weiter zu Deadpool. Deadpool ist ja sehr populär geworden durch die letzten 2 Filme mit Ryan Reynolds. Deadpool ist ein Mutant, der einen Healing-Faktor hat, das heißt, er kann nicht verletzt werden. Auch wenn ihm irgendwie beim Kampf mit Schwertern Gliedmaße abgehaut werden, wachsen dann die Arme nach und er kommt immer wieder durch. Aber die größte Superkraft von Deadpool ist ein loses Mundwerk. Er haut nur so die lässigen Sprüche raus, so wie Ryan Reynolds das dann auch in dem Film sehr, sehr gut dargestellt hat. Danach zeigen wir eine Sache, die mir persönlich sehr wichtig war und die wirklich sehr besonders war auch bei Marvel. In den 70er Jahren waren Kung-Fu-Comics bei Marvel sehr populär. Das ist sehr lange vernachlässigt worden, wird aber dieses Jahr wieder große Bedeutung bekommen. In den 70er Jahren der erste Kung-Fu-Comic bei Marvel war Shang-Chi, Master of Kung-Fu. Und im Herbst erwarten wir, sofern Corona das zulässt, den Kinofilm Shang-Chi in die Kinos. Und ich gehe auch davon aus, dass dann die Kung-Fu-Comics wieder bei uns an Bedeutung zunehmen. Hier sehen wir dann entsprechend Originale aus den 70er Jahren von Shang-Chi, den Söhnen des Tigers, Luke Cage, Power Man und Iron Fist. Luke Cage, Power Man ist auch ein sehr interessanter Superheld, denn Luke Cage war tatsächlich der erste Superheld, der als schwarzer Superheld eine eigene Comicserie bekommen hat. Und was hier auch bei sehr interessant ist, bereits 1972, als Luke Cage sein erstes Heft hatte als Power Man, musste er sich auf dem Cover mit Polizeigewalt gegen Schwarzen auseinandersetzen. Also auch hier sehen wir, dass die Entwicklung, die wir letztes Jahr mit Black Lives Matter aktiv auseinandergesetzt haben, die USA schon sehr lange verfolgen und auch in den US-Comics von Marvel stark thematisiert wurden. Zum Abschluss haben wir Horrorcomics, die in den 70er Jahren bei Marvel auch sehr populär waren, sich aber seither immer wieder ein bisschen durchgezogen haben. Und hier als zu guter Letzt zeigen wir Originale von unserem deutschen Comiczeichner Jonas Scharf aus Nürnberg, der für Marvel arbeitet und der hier für unsere Ausstellung auch unser wunderbares exklusives Plakat entwickelt hat. Das war ein kurzer Einblick in das Marvel Comics Universe. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann kommt vorbei. Die Ausstellung geht noch bis zum 30.09. Und um es mit Stan Lees Worten zu sagen, Excelsior!